wir haben hier auch ein paar Produkte bei Playmobil, die zu dem Thema Basketball gehören und deswegen würde ich euch die Produkte jetzt gerne vorstellen. Die Produkte findet ihr natürlich wieder mit Produktbild auf der Homepage, also auf der Homepage, die dann hier im Podcast verlinkt ist. Da gibt es in der Artikelbeschreibung den Link und ihr seht in diesem Fall dann die 4 Artikel, die ich ausgewählt habe. Die 4 Artikel, um die es dann hier auch gleich geht. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass Basketball jetzt nicht so den größten Stellenwert hatte bei Playmobil. Also es gab nicht sonderlich viele Basketball-Sets, auch immer nur kleine Spielszenarien, in denen, wie eigentlich in allen Fällen, 2 Spieler gegeneinander spielen und auf einen Korb werfen. Ein solches Set haben wir nämlich in 3 verschiedenen Versionen. Da haben wir einmal das Set mit der Produktnummer 3867. Dann haben wir die Produktnummer 9210, also zweimal vierstellig, und einmal haben wir ein neueres Set und das ist die Produktnummer 70313, was an allen 3 Sets auffällig ist, werde ich auch gleich nochmal erwähnen. Darüber hinaus haben wir aber noch ein weiteres Set, das ist richtig, richtig cool, macht richtig viel Freude und hat auch eine kleine Besonderheit dabei, von der ich auf jeden Fall erzählen wollte. Wir fangen mal mit dem Streetball-Set an. Das wird allen Leuten meiner Altersklasse so ein bisschen bekannt sein, weil das im Jahr 1996 veröffentlicht wurde und ich selbst sage ja hier im Podcast auch immer, dass genau diese 90er-Produkte eigentlich meine Lieblingsprodukte sind und dass ich alles, was so zwischen ganz grob 94, vielleicht 93 und 99 am meisten feiere und dass die Produkte sind, für die ich mich am meisten begeistern kann. Und genau ein solches Produkt ist hier auch das Streetball-Set mit der Produktnummer 3867. Bisschen schwierig war für mich immer, dass einer der beiden Basketballspieler, die beide hier in Streetwear unterwegs sind, also tragen so ein bisschen lässige Kleidung, soll so ein bisschen Jogging-Style sein, haben so Basketball-Pullover an, der eine in grün, der andere in weißen. Das ist okay, finde ich, also die Klamotten gehen schon, aber ja, es sieht halt nicht so richtig nach Basketball aus, also das wäre ein bisschen besser gewesen, wenn man das moderner macht, auch damals in den 90ern und gerade mit dem ganzen Hype, den wir gerade schon beschrieben haben, dem ganzen Hype der Chicago Bulls und besonders auch der Hype um Michael Jordan, der hat ja da schon eine ganze Welle ausgelöst, die dann dazu führte, dass Jugendliche auf die Streetball-Plätze gehen und da eben Basketball spielen. Und da dachte ich, vielleicht wäre das cooler gewesen, das ein bisschen moderner zu machen, aber so an sich finde ich die Sets auch noch cool. Ja, wenn ihr auf die Bilder guckt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann werdet ihr sehen, dass die Kleidung ja nur bedingt gut gewählt ist. Gerade die grüne Figur trägt hier einfach nur einen Pullover, auf dem man den Basketballkorb sieht, wo gerade ein Ball in die Reuse fliegt. Irgendwie finde ich es ein bisschen zu wenig. Auch die Klamotten der anderen Figur, der weißen Figur, die gefallen mir jetzt nicht so sonderlich. Ganz cool ist, dass die Figur ein Bandana trägt, aber störend finde ich dabei irgendwie ein bisschen, dass das einfach ein Indianer ist. Also das ist eine Indianerfigur, zumindest der Kopf einer Indianerfigur mit der Frisur, wie ich ihn aus der Westernwelt kenne. Und deswegen fand ich das früher nie so richtig cool. Wobei man schon sagen muss, die ganze Korbanlage, die da im Hintergrund zu sehen ist, die ist schon legendär. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die Farbwahl da auch cool. Mir gefallen die Verhältnisse, also die Höhe passt. Das Design ist cool. Bisschen Graffiti ist dran. Also das ist schon richtig cool gelöst. Und deswegen, ja, mag ich am Ende dieses Set auch. Wobei ich mir da vielleicht ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass die Figuren einfach ein bisschen moderner sind und ein bisschen mehr nach Basketball aussehen. Das kann Playmobil hier aus meiner Sicht leider nicht bieten. Und deswegen habe ich sowieso generell auch immer mit den Sportfiguren, also mit relativ vielen Sportfiguren, auch gerade wenn wir uns die Figures angucken und uns da die Footballfiguren zum Beispiel betrachten, auch die Baseballfiguren, die sehen für mich immer ein bisschen zu billig aus. Da fehlt mir die Liebe zum Detail. Ich glaube, Playmobil hatte viel, viel mehr gestalterische Möglichkeiten als das, was wir da in diesen Figuresets betrachten können. Deswegen würde ich mir irgendwie wünschen, dass die da ein bisschen mehr raufpacken, ein bisschen mehr Tanktop-Designs machen, gerade hier im Basketball. Also mir fehlt da irgendwie die Authentizität und ja, irgendwie der
reelle Charakter, die reelle Note irgendwie oder die reale Note. Finde ich ein bisschen schade. Und das nächste Set, das ich mitgebracht habe, ist das Set mit der Produktnummer 9210. Da gibt es ein ähnliches Set mit Tanktop in diesem Fall. Da muss ich aber leider sagen, dass in dieser speziellen Osterausgabe, in dem Playmobil Eye, dass da die Farben irgendwie nicht so richtig gut sind. Also da gefällt es mir irgendwie auch nicht ganz. Es hat so ein bisschen Playmobil-Vibe der Nullerjahre, wo die Gestaltung auch sehr, sehr, ja, zwar experimentierfreudig war, aber irgendwie war das, was man da zu bieten hatte, ein bisschen simpel und genau darin fallen für mich vom Design her diese Figuren. Also die gefallen mir gar nicht gut. Ich finde da die Klamotten irgendwie ein bisschen schräg. Auch die Figur mit den blonden Haaren gefällt mir nicht, weil die Haare irgendwie ganz komisch liegen. Also das ist so nicht so meine Lieblingsfigur. Die schwarze Figur gefällt mir schon eher. Da sind die gelben Klamotten ganz cool. Aber mit der weißen Hose, die so ein bisschen wie eine Leggings aussieht, ist das irgendwie auch nicht so ganz das, was ich mir da wünsche. Also 2017, das Jahr, in dem das Set entschieden ist, ist da auch nicht so das Richtige für mich. Ein bisschen besser wird es dann in dem Jahr 2020, was glaube ich. Da kam das Produktset 70313 auf den Markt. Figuren gefallen mir immer noch nicht so richtig gut. Also da muss ich echt sagen, ja, ist die Gestaltung nicht die beste. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass da bessere Farbkombinationen vielleicht vorhanden sind. Die gibt es hier leider nicht. Dafür gibt es aber eine große Auswahl an Sportarten. Und zwar gibt es in diesem Set nicht nur den Basketballkorb, sondern es gibt auch ein Tor mit dabei, auf dem man nämlich Fußball spielen kann. Das ist ganz cool. Dazu gibt es auch einen Baseballschläger. Es gibt den Baseballhandschuh zum Fang, der ist auch dabei. Wir haben einen Football dabei. Und richtig cool ist hier auch, dass wir verschiedene Nummern mit dabei haben. Also hier in diesem Set habt ihr die Möglichkeit, eure Figuren zu gestalten. Und zwar gibt es hier Zahlenfelder, auf denen verschiedene Nummern von 1 bis 9, respektive 0, vorhanden sind. Und da könnt ihr euch verschiedene Nummernkombinationen erstellen, sodass eure Figur hier auch eure Lieblingsnummer trägt und das auch ein bisschen persönlicher macht. Also ganz cool auch hier. Wie gesagt, ein paar mehr Sportarten und ein bisschen mehr Vielfalt. Also ein ganz süßes Set eigentlich. Das coolste Set überhaupt, das hier dabei ist in der heutigen Folge, ist das Streetball Basketball-Set mit der Produktnummer 1030. Gibt es aktuell noch auf der Homepage von Playmobil. Da könnt ihr das noch kaufen, kostet hier 17 Euro. Und zwar gibt es so eine Korbanlage, die ihr vielleicht auf Jahrmärkten findet, die ich aber auch aus meinem Lieblings-Fame-Park aus Lacan in Holland kenne. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, den Basketball auf einen Korb zu werfen, der in so einem Gitter ist. Kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr irgendwo mal auf der Kirmes unterwegs wart oder so. Und da könnt ihr eben Körbe werfen. Figuren sind ein bisschen moderner im Streetball-Style, also ganz cool auch gemacht. Gibt hier auch verschiedene Punkte für die Würfe. Das ist hier mit beigefügt. Also hier gibt es so Setzpaletten, die sind ganz süß. Und das Beste an dem Set ist, was ja oft bei Ballsportarten vom Playmobil kritisiert wird, weil es gar nicht anders darstellbar ist. Natürlich haben wir jetzt beim Eishockey, bei der großen NHL-Lizenz, den Vorteil, dass man damit auch richtig spielen kann, wie auch bei den Fußballfiguren, die so ein bisschen Tipkick ähnlich sind. Da hat man die Möglichkeit, direkt Spielspaß zu haben. Beim Football oder Baseball geht es natürlich nicht, aber hier beim Korbwurf, da packt ihr eure Playmobil-Figuren auf die dazu vorhandene Fläche. Das ist so ein Sprungpodest und dieser Sprungpodest, der ist beweglich, sodass ihr damit Schwung holen könnt. Mit so einem Klick könnt ihr darauf klicken und dann wirft euer Spieler den Basketball, den er in so einer Schale hält. Also in der Hand trägt er diese Schale, darin liegt der Basketball und bei genug Schwung, da wird dieser Basketball dann in den Korb befördert. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache und da kann ich mir auch so ein bisschen Spielspaß hinter vorstellen. Wie lange der jetzt anhält, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall ganz süß aus. Ich habe es im Video auch gesehen und das ist ein Set, was ich mir, glaube ich, einfach weil es Basketball ist und weil ich Basketball-Fan bin, mir auch noch kaufen werde.